Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Schanz. Wir gehen heute zusammen auf die untere Wettersteinspitze und zwar ist hier ein kostenloser Parkplatz und unser Weg wird jetzt verlaufen Richtung Franzosensteig, dann zu einer Jagdhütte und dann in leichter Kletterei hoch zum Gipfel der unteren Wettersteinspitze. Mit dabei ist auch der Olli, den kennt ihr mittlerweile sehr gut von meinen Videos. Und bevor ich jetzt erstmal nichts rede und den Weg filme, nicht vergessen, Kanal abonnieren, graue Glocke aktivieren, dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn es gefallen hat. Dann ganz viel Spaß mit der Unterhaltung und bis später. So, liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier oben, wo die Römisch 3 steht, und hinter Olli und mir ist jetzt so ein Weg. Da seht ihr das, da geht es jetzt zu der Jagdhütte. Wir zeigen euch das Ganze noch und ich hoffe, ihr habt die schönen, ruhigen Aufnahmen genießen können, ohne Sprechen. Und der Weg bis hierhin, der sollte wirklich sehr einfach sein für euch, wenn ihr das nachmachen solltet. So Leute, schaut mal hier. Die Wege sind relativ gut zu erkennen. Steinmann, und dann geht es hier durch den Wald. Muss man etwas schauen mit der Orientierung, aber nicht dramatisch. Also man muss zwischendurch wirklich immer gut schauen, dass man den Weg findet, und Steinmänner sind zum Teil gelegt. Am besten ihr kennt euch außen so Gelände, und jetzt geht es hier so mehr oder weniger durch den Wald hindurch. Noch ganz kurz zur Info, bevor mich jemand fragt nach einem GPX-Track. Nein, ich stelle keinen zur Verfügung. Das mache ich mittlerweile aus strukturellen Gründen nicht mehr. Es gibt keine GPX-Tracks mehr von mir. Und ich kann euch in dem Video auch nicht sagen, links, rechts, gerade, sondern wir zeigen euch quasi nur Eindrücke und den Rest müsst ihr halt selber finden. Aber das Video hilft euch vielleicht etwas dabei, wo es lang gehen könnte. Noch eine kleine Information nebenbei. Und zwar findet ihr hier auch zwischendurch mal grüne alte Markierungen. Da müsst ihr allerdings ziemlich gut schauen, aber es sind dunkelgrüne Markierungen vorhanden. Diese stammen wahrscheinlich aus einer Zeit, die schon etwas länger her ist. Und ja, einfach mal gut beobachten das Gelände. Also von da unten aus dem Wald kommen wir jetzt her und kommen jetzt in dieses Gelände. Da drüben seht ihr jetzt die Anspitzengruppe und das Karwendel, linke Seite. Genau, den Rest zeigen wir euch. Ist ziemlich dampfig hier. Gestern hat es gewittert, heute soll es auch gewittern, und die Sonne heizt natürlich jetzt die Feuchtigkeit auf. Das Wasser steht wirklich in der Luft und es ist brutal schwül hier. Wir haben jetzt hier die Jagdhütte gefunden. GPS sagt bei mir 1680 Meter Höhe. Und das ist immer wichtig, dass man hier vorbeikommt. Und da oben ist quasi
unser Ziel, wo wir hoch möchten, die untere Wettersteinspitze. Wir verlassen jetzt die Jagdhütte auf dem einzig logischen Weg und gehen jetzt Richtung untere Wettersteinspitze. Ich habe zwischendurch mal mein T-Shirt gewechselt. Jetzt habe ich wieder ein trockenes, kurzes an, denn es wird gleich warm im Fels. Und ja, das war schon ordentlich vollgeschwitzt. Es ist wirklich brutal dampfig heute Morgen. Und das ist jetzt hier unser Weiterweg. So, wir gehen jetzt da den Schutt hinauf. Wunderschön und weit ist es jetzt eh nicht mehr. Also nachdem man bei der Jagdhütte rauskommt, muss man achten, dass man wirklich rechts geht hier in diese Schuttreiße hinein, in dieses Kar und dann nach oben nicht hier geradeaus weitergehen, sondern direkt hier steil nach oben. So ist auf jeden Fall der richtige Weg. Also das ist vielleicht der wichtigste Punkt nach der Hütte, den Rechtsknick machen und dann hier oben weiter. So, am Steinmann vorbei und dann schaut es hier so aus. So schaut man hier von der Perspektive, sieht man es gut. Da sind die Steigspuren und dann nach rechts. Hier vorne ein Steinmann. Auf 1800 Meter ist nochmal eine ganz schwache grüne Markierung mit Steinmann und da geht es jetzt hinauf. In diese Richtung. Von unten kommen wir jetzt her, sind linke Seite vorbei und dann zieht sich jetzt der Weg hier so nach oben. So, liebe Zuschauer, hier sind wir. Und da geht es jetzt hinauf. Man sieht schon die Rinne und 300 Höhenmeter bis zum Gipfel. Aber die Aussicht ist auf jeden Fall schon mal eine 10 von 10, weil dieser Blick auf Mittenwald runter, den Kranzberg und da hinten die Karwendelspitze, die ist schon echt ziemlich geil, weil man die natürlich nur aus dieser Perspektive kriegt. Vielleicht noch von einer großen Anspitze. Aber sonst, ja, hat auf jeden Fall was. Da hinten, Wallgau-Grün, ja, schaut schon richtig cool aus hier. So etwas mühselig hier, einen Schritt vor, einen zurück. So schlimm ist jetzt nicht. Aber ja, Stock von Vorteil. Bei mir ist es nur einer. Und da oben bei der Gedenktafel ist jetzt der Einstieg. Wir sind jetzt hier am Einstieg auf genau 1900 Meter etwa laut meiner Uhr. Der Olli und ich haben Helme auf, wir haben uns noch eingeschmiert, kurz was gegessen, was getrunken. Und jetzt geht es hier die Rinne hinauf. Vielleicht noch zur Info, wirklich vorsichtig sein, das Ding ist brüchig, das Ding ist Klettern ungefähr zweiter, oberer Zweiter, manche schreiben unterer Dritter. Schauen wir mal und ja, auf jeden Fall immer selber abschätzen, ob ihr sowas könnt oder nicht. Und wie hat dir der Zustieg gefallen bis hierhin? Ja, war sehr, sehr schön. Man muss die Augen aufbehalten, aber es ist eigentlich ein wunderschöner Zustieg. Ja, auf jeden Fall. Nämlich dieser hier. Ausblick 10 von 10. Dann? Starten wir's. Ja. Hier sind richtig schöne Griffe drin. Ist echt sehr glatt.
Das hier ist eine der Schlüsselstellen. So eine glatte Platte hier. Ich persönlich würde dem Ganzen nur eine 2 geben. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, mehr nicht. Weil es ist erstens nicht ausgesetzt, also jetzt für den Kopf. Und ja, es ist nicht schwierig, es hat gute Griffe. Und das war's dann schon, ja. Sieht man auch so wie glatt gewaschen. Und dann geht's hier weiter. Schaut mal Leute, hier ein alter Schlaghaken, rostig. Man kann sich jetzt aussuchen, da oder da durch. Wir gehen mal linke Seite. Das ist doch etwas angenehmer. Das hat auch Tritte hier, man kann nicht mehr so hochstreifen. Aber Ja. wenn wir bessere Möglichkeiten haben, dann würde ich hier variieren. Genau. Ja, es ist nicht dramatisch hier. So, da kommt jetzt der Olli hoch, hier in diesem Linksstück. Dann geht es hier weiter. Ja. Da unten hat der Audi es kurz erklärt. Hat seinen Schlaghaken mit Abseilmöglichkeit. Achtung. So. So Leute, wir sind jetzt schon ein gutes Stück die Rinne hinauf. Da geht es weiter, also wirklich auch Gehgelände zwischendurch. Und ja, es ist nicht nur Kletterei, sondern hier auch mal so entspanntes Gehgelände. Was man auch mal sagen muss, Fellas, dass hier die Ausgesetztheit nicht wirklich hoch ist, in meinen Augen zumindest. Also ein Sturz wird jetzt hier vielleicht Knochenbrüche oder leichte Verletzungen zur Folge haben, aber man wird jetzt hier nicht ins Elende runterfallen. Wäre lieber gewesen, ich wäre noch mehr drauf. Ein frischer, geschlagener, Ja. hier sogar mit Abseilmöglichkeit. Also ihr seht, es ist tatsächlich etwas vorhanden. Ja. Jetzt kann man mal rechts durchgehen oder links, ist eigentlich völlig egal. Ich gehe jetzt einfach mal hier gerade hoch, weil es schön ist und der Fels ist hier bombenfest. Aber hier nicht. Ja, so Zweiergelände, Leute. Mehr ist es nicht, 1 plus, 2 minus, sowas da. Da geht es jetzt mal in so einen brüchigen Kamin, da gehen wir nicht hinauf, sondern hier diesen kompakten Fels nach oben. Da bessere Felsqualität. Drüben gelber Fels, Bruchhaufen. Wir gehen hier hoch. Es kommt hier mal so eine kurze Linksquerung. Jetzt sieht man hier auch, Leute, ihr müsst immer gut schauen, auf die Spuren achten. Ja, hier ausgetreten, so und dann nach oben. Da sieht man ganz klar, wo man durchgeht. Seht ihr das? Ich kann jetzt hier mit einer Hand gehen, weil es nicht schwierig ist. Und genau, da geht es hinauf. Da ist sogar ein alter Schlaghaken wieder. Seht ihr den hier? Da. Und dann geht es da weiter. So, jetzt sind wir hier auf so einem Art Grat. Schaut hier. Darunter. Der Blick in die Leutage
und da oben unser Endziel. Schaut mal hoch, da müssen wir hin. Also Leute, da vorne der Grat und jetzt machen wir hier mal einen Rechtsknick nach oben. Hier nochmal auf die Anhöhe und dann da oben bei diesen markanten Felszacken bei der Nadel gehen wir dann weiter in die Kletterei. Also wie erklärt eben diese Anhöhe und jetzt geht es da mal da so weiter, wo der Olli gerade geht und dann in die letzte Kletterei 100 Meter unterm Gipfel. Hier sieht man den Weg immer noch gut, man muss einfach gut hinschauen. Und da oben sind wieder Steinmänner zu erkennen, ganz oben auf den Zapfen. Und dann geht es hier weiter. So, Steinmann voraus und unser Weg, den wir gekommen sind, also so. Und dann geht es hier hinauf, noch ein Steinmann und dann in die Flanke rein. Also Steinmänner sind jetzt hier auf jeden Fall viele vorhanden und dann geht man kurz vorm Ende diese Rinne hoch und dann links und dann war es das. So, Gipfel in Sicht. Da oben. 5 Höhenmeter. Hey, Check. Bergheil. Bergheil. So Leute, wir sind jetzt hier auf der unteren Wettersteinspitze angekommen und vielleicht ganz kurz zum Ausblick, was man hier so sieht. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Da hinterm Olli die obere Wettersteinspitze, da hinten Gärenspitze, Leutasch hat Dreitorspitze, die Leutasch unten, dann haben wir die Anspitzengruppe, das Karwendel, der Mittenwalder Höhenweg, da hinten der Wörner und da hinten Richtung Säuerngruppe, Mittenwald, Grönwallgau und da hinten seht ihr das Estergebirge mit dem Grottenkopf, Garmisch-Partenkirchen und da hinten die Ammergauer Alpen. Wir schauen uns jetzt mal hier weiter um in die Richtung. Genau hier geht es weiter in diese Richtung und da kommen jetzt mal Klettereistellen, zumindest laut Internet bis zum Dreier, teilweise sehr ausgesetzt und mit so Felsabbrüchen drin. Ja, muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Luftlinie zur oberen ist ungefähr von hier 700 Meter Luftlinie. Kletterei je nach Geschwindigkeit circa 1 Stunde, vielleicht weniger, vielleicht mehr, aber so etwa ist die Dauer. So, untere Wettersteinspitze, Gratpassage, da unten ist so wie so ein Band und hier wird es so weitergehen theoretisch, aber da ist es dann doch sehr steil, also linke Seite. Also ich bin jetzt hier über dieses schmale Band, aber allerdings guter Fels. Man kann auch hier abklettern und dann hier weiter hoch und dann da weiter auf den Grat. So, hier seht ihr wieder, breiter Weg, gut zu gehen und dann darüber. Hier geht es jetzt nach unten über dieses Band und dann da auf diese grünen Flächen.
Also ich bin jetzt gerade nordseitig abgeklettert, der Audi geht südseitig runter. Felsqualität hier ist besser und dann geht es da oben weiter. So, wir gehen jetzt hier in die Richtung weiter und ja, auf jeden Fall sehr zum Aufpassen mit der Brüchigkeit. Der Fels ist hier wieder bombenfest, da musst du einfach einen langen Schritt machen und dann geht es eigentlich ganz gut. So, da geht's wieder runter, oder? Ja, genau. So. Das ist hier nämlich ein Weg. Siehst du das? Ja, ja, das ist ein echter Weg hier. Noch ein Stück weiter. Hier geht's durch diese Rinne. So. Ja, genau. Ja, aber hier geht's noch von der Ausgesetztheit. Hier geht's noch. Was ist da passiert? Aber es geht. Es geht schon. Ist drin, reingeschlagen, könnte man was einhängen.
Riesen Steinmann hier. Und da geht's weiter. Jetzt passt auf. Hier geht es jetzt gleich kurz runter und der Rest ist ja nicht mehr so schwierig und luftig wie das Stück vorhin, was ich euch gezeigt habe. Da kommen wir jetzt her und das sind im Endeffekt die Hauptschwierigkeiten. Also ihr seht es schon, vielleicht auch auf der GoPro, das ist sehr steil exponiert. Also muss sich hier im Klaren sein, dass hier Fehler tödlich sind und nicht schwer verletzt, sondern das wird höchstwahrscheinlich tödlich enden. Kulisse ist natürlich gewaltig, konzentrieren sollte man sich, egal ob links oder rechts vom Grat, es ist beides sehr ausgesetzt. Man bleibt halt eine große Zeit oben am Grat und muss dann oben drüber. Ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, es hat hier irgendwann letztes Jahr mal einen tödlichen Unfall gegeben. Und ich weiß nicht genau, wo das passiert ist, ob auf dem Weg zur unteren oder bei dem Übergang zur oberen Wettersteinspitze auf jeden Fall. Ja, müsst ihr aufpassen und ich sehe gerade eine kleine Zecke hier, die werde ich jetzt mal schnell wegmachen. Ganz klein, seht ihr die? Hinterm Olli kommen jetzt die dunklen Wolken rein. Ist auf jeden Fall ein Grund, mal schneller zu gehen. Und jetzt geht es hier kurz runter, ganz entspannt. Dann hier weiter und dann ist der Restweg wirklich nicht mehr so schwierig. Das ist hier so normales Einsergelände und hier ganz freundliches Gelände. Ich stehe ganz bequem und dann könnt ihr euch das aussuchen. Da macht es natürlich keinen Sinn, weil ihr müsst hier runter, entweder hier linke Seite oder ihr könnt auch rechts hoch, wie ihr möchtet. Also links umgangen und dann geht es wieder hier rechts hoch, leicht ausgetreten und nicht da weitergehen. Kurz vom Gipfel kommt nochmal der letzte Aufschwung. Dahinter liegt jetzt das Gipfelkreuz und das ist die letzte Hürde, die wir nehmen müssen. Back on the ridge und da hinten sieht man jetzt die untere und hier müsst ihr euch wieder auf den Grat halten. Das ist manchmal etwas tricky, links, rechts, oben, unten, Nordseite, Südseite und ja, im Zweifel immer auf den Grat. Und ja, jetzt geht es hier weiter, der ist dann doch relativ breit und die Nordseite vom Grat, die ist dann doch etwas gutmütiger, beziehungsweise hier sieht man auch noch etwas vom Schutt, wo eventuell Begehungsspuren sind. Aber ja, haltet euch am Ende hin, kurz vor der oberen nochmal auf dem Grat, dann seid ihr eigentlich safe. Jetzt kommen wir von dem Grat und sind jetzt hier am Normalweg wieder von der oberen Wettersteinspitze. Sieht man etwas mehr Verkehr, Gipfel und das ist nachher unser Abstieg runter. Gruß geht raus an Michi Weber vom Sport Konrad und da geht's hinauf. So, letzte Meter auf die obere. Wir haben es geschafft, hinter uns die obere Wettersteinspitze und hier nochmal der Blick zur unteren, der Grat. Ja, ich möchte hier an diesem Punkt die Schlussworte finden. Geile Tour auf die untere, schöner Grat rüber, anspruchsvoll, Dreiergelände auch ausgesetzt. Wie hat dir der Grat gefallen? War super, wirklich. Schön, oder? Schöne Kletterei am Grat. Ja. Gut, dass wir zusammengegangen sind. Genau. Also wirklich eine schöne Tour, muss man sagen. Ich finde es auch schön, dass gerade das Wetter kippt und es nachher gewittert. Und ja, dann müssen wir auf jeden Fall runter. Was gibt es sonst noch zu sagen? Nicht viel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, einen Daumen nach oben und ganz wichtig, Kanal abonnieren. Nicht vergessen, graue Glocke drücken. Schaut mal beim Olli vorbei auf dem Kanal. Packe ich unten rein und sein Video packe ich auch unten rein. Und schaut mal bei meinem Instagram-Kanal vorbei, packe ich auch noch unten rein. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!